Hallo und herzlich willkommen zu Hazelnut Adventures. Ich mache mal heute einen neuen Film. Wir haben lange nichts von uns hören lassen. Das hat natürlich seine Gründe. Wir sind ordentlich am Arbeiten und denn es geht ja bald auf große Reise. Circa einen Monat noch oder 4 Wochen, hört sich besser an. In 4 Wochen geht es dann los und ja, jetzt im Moment bin ich erstmal noch mit Atesh unterwegs. Der läuft hier jetzt auch noch ein bisschen durch den Wald. Da habe ich mir gedacht, machen wir mal ein Video, falls der eine oder andere uns vermisst. Es gibt uns noch und es wird uns natürlich weiterhin geben. Aber wie gesagt, wir bereiten gerade alles vor für unsere Reise. Ja, was haben wir jetzt so alles getan bisher? Naja gut, die Reise ist geplant. Die haben die Hotels geplant. Die sind soweit klar und ja, die Fähren sind alle gebucht. Und ja, das Auto ist jetzt auch fit. Das Auto hat ein paar neue Schuhe gekriegt und wird uns dann hoffentlich durch die Gegend gut fahren. Wir sind ja 12.000 Kilometer in etwa, die wir fahren müssen. Oder die wir geplant haben. Wir müssen ja gar nichts, aber die wir geplant haben zu fahren. Und ja, den Plan, den habe ich euch ja jetzt schon in einem letzten Video gezeigt, wo es lang geht, wie es lang geht. Erstmal der Weg in die Türkei und dann später auch der Weg wieder zurück aus der Türkei. Genau, so. Und wenn ihr fragt, warum ich hier so schnaufe, ich bin nicht reisefähig. Das liegt ganz einfach daran, es geht hier den Berg hoch, das Wetter ist schön. Die Langzeitvorhersage fürs Wetter sagt, dass wir, wenn wir reisen, auch schönes Wetter haben. Schauen wir mal, wie es wird. Diesen Langzeitprognosen, denen kannst du ja nicht unbedingt trauen. Aber das müssen wir dann sehen. Vielleicht ein paar Tage vorher, dann kann man sich auf die Prognose verlassen. Genau. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich mal überlegen. Also alles ist soweit geplant. Auto ist soweit reisefertig. Da muss natürlich dann entsprechend noch die Dachbox drauf und so, aber das machen wir die Tage davor. Und Atesh, komm mal her. Atesh. Hallo. Ich muss mal eben den Hund wieder einfangen. Atesh bleibt jetzt hier. Ja, und also war ich stehen geblieben. Es ist soweit eigentlich ja alles geplant. Das Auto muss noch die Dachbox draufkriegen, habe ich gerade gesagt. Und dann ja, sind wir jetzt am Arbeiten. Noch alles vorarbeiten, alles wegarbeiten, sodass wir dann den nächsten Monat dann schon frei haben und dann insgesamt 3 Monate unterwegs sind. Genau. Gut. Das soweit zur Reise. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr euch ja hier unter dem Video was reinschreiben oder ihr schreibt uns an über Facebook oder Instagram. Da haben wir ja auch unsere Kanäle, auch wenn wir die nicht allzu häufig bedienen. Aber das wird sich dann natürlich, wenn wir reisen, ändern. Vielleicht da kann ich noch was zu erzählen. Wie wird es sein, wenn wir unsere Videos machen? Die werden wir wahrscheinlich dann alle paar Tage machen. Das heißt, alle paar Tage, entweder mittwochs und sonntags wird ein Video kommen oder es wird auf jeden Fall sonntags ein Video kommen. Ob wir das dann auch mittwochs immer noch schaffen, ist dann immer so die Frage, denn wir wollen ja hier auch was sehen und dementsprechend kann es sein, dass denn der Mittwoch ausbleibt und wir nur sonntags mal ein Update machen. Wenn ihr uns bei Facebook folgt oder auch bei Instagram, dort werdet ihr dann entsprechend weitere Bilder auch dann sehen. Auch so ein bisschen zeitnah, sag ich mal, während die Videos ja dann doch immer so in einem etwas entsprechenden Vorlauf gemacht werden müssen und dann entsprechend auch später kommen. Ja,
Wir werden etwa 1 Woche bis 2 Wochen Versatz haben, damit wir uns auch um unseren Urlaub kümmern können. Denn wie ja schon in anderen Videos gesagt, wir brauchen ein wenig Erholung. Und diese ganze Corona-Krise hat uns auch schon ein bisschen kirre gemacht. Deswegen machen wir eigentlich auch diese Tour, um mal wieder klarzukommen, runterzukommen und ja, ein bisschen auch Spaß zu haben. Genau. So, dann vielleicht noch ein Satz dazu. Ich wurde gefragt, ob wir unsere Reise jetzt abbrechen, aufgrund des Verfalls der Lira, aufgrund der Wahl und aus sonstigen Gründen, weil wir das Ganze uns nicht leisten können und was da alles kam. Natürlich alles Quatsch. Die Reise wird natürlich stattfinden. Wir haben da lang auch für gespart. Insofern, was die Reise letztendlich kostet, das werden wir dann sehen. Die Planung ist da. Was es gekostet hat, das werde ich schon irgendwann mal in einem Video sagen. Also da braucht niemand sich Gedanken zu machen, dass das nicht läuft. Das ist alles soweit geregelt. Gut, so, jetzt muss ich hier ein bisschen weiter durch den Wald noch laufen mit Ateş. Das ist immer so meine Waldstrecke. Kann ich euch auch mal zeigen. Das ist immer schön ruhig und entsprechend toll. Gut, also, wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, natürlich findet die Reise statt. Und ich werde mich noch vor der Reise noch 1-2 Mal melden. Es wird noch ein kleineres Video dann geben, aber das war es dann auch. Und dann geht es am 1.7. geht's dann mit der Reise los. Gut, also dann bis dann. Ach ja, und wenn einer fragt, warum Ateş nicht frei rumläuft hier im Wald, wo er so viel Platz hat. Wir haben eben 2 Rehe gesehen. Und Mama Reh, das Baby Bambi, war ein kleines Stück größer wie Ateş, aber auch nicht viel. Und ja, in ihm steckt ein Jagdhund drin und ja, der hätte die jetzt gejagt. Deswegen ist er auch an der Leine.